Geschichte von Dourlton Castle reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Damals ließ die Familie de Vaux eine Festung aus Holz errichten. Diese wurde vermutlich im 13. Jahrhundert durch eine Anlage aus Stein ersetzt. Im Jahr 1298 belagerten die Truppen des englischen Königs Edward I. die Burg und nahmen sie ein. Dourlton Castle wurde in der Folge weiter befestigt und erweitert. Erst um 1311 konnte die Burg durch Truppen von Robert the Bruce zurückerobert werden. Dourlton war nun wieder im Besitz der Familie de Vaux. Durch Heirat gelangte die Burg in den Besitz der Familie Halyburton. 1363, während der Revolte gegen König David II., nahm William Douglas, der erste Earl of Douglas, die Festung ein. Doch sie wurde umgehend durch die Halyburtons zurückerobert. Diese verstärkten die Anlage und bauten sie weiter aus. Erst im 15. Jahrhundert waren die Bauarbeiten beendet. Der schottische König Jakob IV. Beteiligte sich an den Kosten. Die Halyburtons gewannen immer mehr an Einfluss. Schließlich wurde Walter de Halyburton als erster Lord of Dourlton in den Adelsstand erhoben. Durch die Heirat mit Lady Janet Halyburton gelangte die Burg um 1515 an William Ruthven, den Provost von Perth. Mit seinem Nachkommen Patrick Ruthven begann ein unrühmliches Kapitel in der Geschichte der Burg. Denn dieser war in die Verschwörung zum Mord an David Rizzio am schottischen Königshof verstrickt. Sein Sohn William wiederum war federführend in der Entführung von Jakob IV. Als dessen Pläne, Stirling Castle zu erobern, aufflogen, wurde er schließlich gefangen genommen und enthauptet. Nachdem auch noch 2 seiner Söhne im Zuge der Gowrie-Verschwörung gehängt worden waren, wurden der Familie alle Besitztümer und Ämter entzogen. Dourlton Castle fiel an Thomas Erskine, den ersten Earl of Kelly. Lady Dorothea, die Witwe von William, erhielt jedoch das Wohnrecht auf der Burg. Sein Sohn Thomas Erskine, der zweite Earl of Kelly, verkaufte das Anwesen. Und schließlich gelangte Dourlton Castle in den Besitz von James Maxwell, den späteren ersten und einzigen Earl of Dourlton. (1663) kaufte John Nisbet das Anwesen. Noch im gleichen Jahr ließ er für sich das Herrenhaus Archerfield House erbauen. Die Burg wurde aufgegeben. Die Ruine gehört heute dem National Trust for Scotland und wird von Historic Scotland gepflegt.